Yo Bro, was geht ab? Schon lange nicht mehr gesehen. Alles gut, Digga? Ja, passt bei dir? Auch alles gut, Digga. Was? Ey, sag mal, Ja? wie findest du eigentlich Bremerhaven bis jetzt so? Ich find's fresh. Also, ich habe vom Meer jetzt noch nicht viel gesehen, Ja. aber bisher gefällt's mir vor allem das Wetter. Digga, wir haben seit 3 Tagen einfach Sonne und blauen Himmel. Ja. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Und diese Backsteinhäuser, sowas gibt's bei uns nicht, ne? Ja, hast du schon erzählt, Digga. Das ist, aber ich finde das voll weird, auch wenn ich in anderen, also wenn ich so im Süden bin, dann ist es für mich ja auch komplett anders. Hier ist halt so voll normal alles Ja. für mich, ne? Mich erinnert das voll so ein bisschen an Holland. Also da habe ich solche Häuser gesehen und diese, was ist das? Sieht aus wie Stroh, diese Dächer. Ich wollte dich schon fragen, warum liegt da eigentlich Stroh? Alles klar. Nee, das muss ich fragen, Digga. Das muss ich. Einfach Tesla. Nicht das beste Auto, aber heftiges Auto. Okay, das kann ich so stehen lassen. Ja, vor allem, ich habe ja noch nicht mal einen Namen für das Format, gar nicht so. Ja. Ich habe schon ein bisschen überlegt. Ich war richtig spontan einfach reingesetzt, ein bisschen labern. Ja, Mann, aber heute geht es ja um dich, weniger um mich oder um das Auto. Yes. Das Auto ist ja der Rahmen. Wir hatten ja vor ein paar Tagen auch schon eigentlich ein ganz tiefgründiges Gespräch. Also hätte ich das sogar aufgenommen, ich glaube, das wäre noch geiler gewesen. Das war einfach real. Ja. Und da wollte ich ein bisschen anknüpfen. Ich weiß ja ein bisschen was über deine Vergangenheit, aber die Leute wissen ja nicht, wer du bist. Deswegen will ich jetzt nicht so zu persönliche Fragen stellen. Ja. Aber wann hast du mit dem Tanzen angefangen? Vor allem, wie bist du dazu gekommen? Ich denke, das ist so eine Frage, die sich echt viele stellen werden. Also ich tanze eigentlich schon so mein ganzes Leben lang. Ich habe damals als Kind, habe ich sogar mit Fußball angefangen. Da war ich so 6. Okay, krass. Und das Ding ist, also ich war eigentlich noch nie so richtig Fußballfan, aber Fußball hat halt so jeder gemacht, ne? Ja. Hab dann angefangen. Und ich weiß noch, ich kann mich erinnern, wo ich dann beim Spiel war, hat mein Trainer auch immer gesagt und noch, also so ganz viele Leute, ich habe immer so mega komisch Fußball gespielt und alle haben immer nur so gesagt, hey, der spielt kein Fußball, der tanzt die ganze Zeit nur um den Ball rum, weißt du? Das ist nice. Und dann war damals, das war dann so ein Jahr später, da war ich dann 7, lief im Fernsehen so eine TV-Show, die hieß You Can Dance. Kenne ich noch, ja. Und kennst du auch den Gewinner? War das dieser... Das war nicht Jimmy, oder? Dennis Jauch war das. Ja, genau, das war Ferry, sein alter Trainer dann. Da war Ja. Jimmy der Zweite und Dennis hat gewonnen. Genau, und Dennis Jauch hat da gewonnen und der kam ja aus Bremerhaven. Ja. Und ich habe die Folge, also alle Folgen geguckt und die ganze Zeit das verfolgt und ich habe auch die ganze Zeit vom Fernseher mitgetanzt und so. Killer. Also es hat mich heftig gepackt so. Das war dieses blaue Format, gell? Ja, genau. Die Schrift war so blau, schwarz, genau. Und dann habe ich mich auch direkt in der Tanzschule angemeldet. Ich glaube, die ganzen Kurse, die waren dann auch full, ne? Weil sich jeder angemeldet hat. Hat Dennis, also hast deine ersten Kurse bei Dennis angefangen? Nee, bei Dennis nicht. Das war bei einer weiblichen Trainerin. Okay. Aber ich habe dann später auch bei Dennis trainiert. Okay, krass. Aber nicht so wirklich. Ich war so ein paar Mal bei seinen Kursen. Das waren eigentlich Kurse für Ältere, weißt du? Und ich war halt noch voll jung. Wie alt warst du, Ja, als du angefangen hast? ich war halt 7. Krass. Also ich bin gerade 7 geworden. Und ja, genau, dann habe ich halt die ganze Zeit weitergezogen. Und dann relativ früh habe ich dann auch angefangen für Wettkämpfe und so zu trainieren. Habe dann auch bei Wettkämpfen mitgemacht. Und ja, dann ging das halt die ganze Zeit so weiter. Und jetzt bin ich 21, also ich tanze jetzt schon seit 14 Jahren. Crazy. Aber du hattest ja auch eine Pause dazwischen, ne? Ja, genau, ich hatte... Tschüss, Digga! Junge. Überraschung. Ey! Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir sind, aber... Ich weiß halt selber nicht. Also wir sind hier auf jeden Fall am Arsch der Welt. wir machen einfach. Aber, ey Junge, das hat mich gestern schon... Nee, das war nicht gestern. Das Ding ist, ihr könnt ja leider nicht meine Reaktion sehen, ne? Aber ich habe mich heftig erschrocken. Ich kann nicht unterscheiden, ob das Schweiß oder Tränen sind, weil die da gerade runterlaufen. Oh Mann, ey. Nee, aber ich habe dann mit 14 oder mit 15, halt Pubertätsalter, ne? Keine Ahnung, ich hatte einfach keine Lust mehr zum Training zu gehen. Irgendwie, weiß ich nicht. Die Frage ist, wie tief du jetzt da reingehen willst. Wir haben ja da schon vor dem Gespräch ein bisschen darüber gequatscht gehabt. Und ich denke, dass das, was du mir damals erzählt hattest, wahrscheinlich auf sehr, sehr viele Leute zutrifft in dem Alter, in verschiedenen Sportarten oder so. Ja. Deswegen, falls du da was erzählen willst, also
könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall für viele Leute da draußen hilfreich sein könnte. Inwiefern meinst du jetzt? Also der Grund vor allem, wieso du dir diese Pause gegönnt hast. Ja, genau, also das war halt dieses komische Alter. Ich war halt 15 und ja, weiß ich nicht, also so, das Ding ist zum einen, wenn du halt, ich war halt mega krass so im Tanzen drin, ne? Und wenn du halt... Kann ich bestätigen, du warst echt gut, also ich kenne dich noch aus deinen jungen Jahren. Ja, wenn du halt so mega krass drin bist, dann verbringst du halt eigentlich auch die ganze Zeit nur Zeit mit den Menschen da, weißt du? Ich hatte halt so, also natürlich hatte ich so Schulfreunde, aber mit denen habe ich außerhalb von der Schule halt nie was gemacht. Ich hatte immer nur so eigentlich Freunde in der Tanzschule und keine Ahnung, dann, wenn du halt so auch andere Interessen zum Beispiel hast, weißt du, ich war zum Beispiel auch immer sehr krass, so ziemlich krasser Zocker so und keine Ahnung, also in der Tanzschule war das eigentlich nie so wirklich jemand, sondern kannst du mit denen halt auch nicht so darüber reden oder keine Ahnung, es war halt immer so zwei Welten einfach so, weißt du, einmal so Tanzschule, da habe ich die ganze Zeit meine Zeit verbracht, aber ich hatte eigentlich noch andere Interessen, aber ich hatte nicht die Freunde dafür, weißt du? Verstehe. Und irgendwie, ja keine Ahnung, ich wollte einfach generell so mehr Freizeit, weil ich habe halt wirklich mega viel Training gehabt immer und ich wollte einfach ein bisschen mehr Freizeit haben. Yeah, here we go. Okay, mir ist das mal umgefallen. Ich stabilisiere den noch mal kurz. Zum Glück habe ich es nicht oben aufgehängt. Passt. Okay. Also ich wollte halt einfach mehr Zeit so freizeitmäßig einfach verbringen und nicht die ganze Zeit so gezwungen sein, zum Training zu gehen. Ja, Mann. Also hätte ich das Mindset damals, wie ich das jetzt habe, dann hätte ich mit dem Training die ganze Zeit weiter durchgezogen. Aber das Ding ist, wie gesagt, du bist halt in einem Alter, wo du einfach, keine Ahnung, du willst halt einfach Scheiße bauen, du willst chillen, du willst, keine Ahnung, du hast halt auch andere Interessen, weißt du, als nur an deine Zukunft zu denken zum Beispiel oder so. Ja, und auch so, keine Ahnung, das war auch so ein komisches Alter, ich hatte so auf einmal so voll die Insecurities, was Tanzen angeht, weil so, obwohl ich eigentlich sehr gut war, also ich habe auch immer gute Plätze und so gemacht, war ich trotzdem mega unzufrieden, wie ich getanzt habe. Also ich habe das ist halt so dieses typische, du siehst halt Online-Tänzer und vergleichst dich halt voll mit denen und auch so von anderen Leuten, wenn du dann hast du so die ganze Zeit mega den Druck, weißt du? Ja. Okay, ich muss jetzt besser werden, ich muss jetzt das. Und gleichzeitig hast du aber keine Lust zu trainieren. Das ist halt so voll im Konflikt gewesen, weißt du? Hattest du konkrete Vorbilder zu der Zeit? Zu Tänzern, die du so hochgeschaut hast? Ja, zu der Zeit, das waren halt so diese typischen Choreografen, aber auch Battle-Tänzer, also The Twins of course, ne? Dann Majid als Battle-Tänzer noch, UK. War der noch so Battle-mäßig? Kevin Paradox war, glaube ich, ein bisschen später erst. Ja, Mann, der ist auch noch relativ immer noch jung, ja, aber er ist eine Maschine. Und so Choreografen war Ian Eastwood, Brian Puss. Most Wanted Zeiten so, ne? Ja, genau, das waren eigentlich so die beiden Favorites von mir. Und wer war noch so choreografenmäßig? Also das sind so die mir jetzt so hängen geblieben sind. Ja, denke ich. Also 2 Freestyler, 2 Choreografen. Ja, genau. Kann man sich ein gutes Bild davon machen. Und, ja, weiß ich nicht, irgendwie... Also ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich habe halt in einem Umfeld tanzen gelernt, wo, ja, weiß ich nicht, wir haben so einfach so Freestyle-mäßig einfach uns selber alles beigebracht, weißt du? Wir haben einfach so alle getanzt, wie wir denken, wie es richtig ist. Wir kannten gar keine richtigen Basics oder so, weißt du? Verstehe. Also so wie eigentlich so was richtiger Hip-Hop ist und so, oder so wirklich so Basic-Schritte und so, das kannten wir alles nicht. So, wir haben einfach unser Ding so gemacht. Was man Tanzschulen auch oft vorwirft, oder? So, sag ich mal, so, das ist kein richtiges Tanzen, sagen ja viele, was in Tanzschulen passiert. Und ich habe auch ein paar Tanzschulen und ich höre den Vorwurf auch öfter, deswegen kann ich relaten auf jeden Fall. Das Ding ist, ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil jetzt im Nachhinein, also weiß ich halt mehr, weißt du? Ja. Aber gleichzeitig, also, ja, keine Ahnung, zum Beispiel ich war halt sehr jung, so, ich hatte halt einfach nicht die Möglichkeiten jetzt so richtig tanzen zu lernen mäßig. Hab das dann halt einfach so gemacht und also jetzt ist halt natürlich easy, ne, durchs Internet und so, kannst du halt alles lernen und tanzen halt auch richtiges Tanzen, aber
Ja, weiß nicht, deswegen war das für mich, ich habe dann halt irgendwie mit der Zeit so gemerkt, irgendwie das, was ich mache, so, obwohl ich gute Plätze erreiche, irgendwie fehlt da irgendwas so. Ist nicht so das Maximum, ne? Ja, genau. Und wie alt warst du da? Ja, es hat so mit 14 angefangen. Okay. Und dadurch kamen dann halt so leichte Insecurities, wo ich mir so dachte, weiß ich nicht, irgendwie fühle ich mich nicht so. Und dann noch mit diesem Druck die ganze Zeit von anderen Leuten, weißt du, immer so, du machst doch sonst immer den Ersten, warum fliegst du jetzt schon im Halbfinale raus? Verstehe ich voll. voll. Und dann noch so im jungen Alter, das hat mich alles mega abgefuckt einfach. Und ich wollte einfach meine Ruhe haben, ich wollte einfach zu Hause sitzen und einfach so entspannen, einfach vielleicht zocken, mit Freunden irgendwas machen, weißt du? Und nicht die ganze Zeit diesen Leistungsdruck haben. Deswegen habe ich dann aufgehört und genau, dann ging das die ganze Zeit so weiter. Ich habe dann halt mehr mit Freunden außerhalb von Tanzen was gemacht. Und dann habe ich irgendwann meine erste richtige Freundin auch kennengelernt, das war mit 17. Wir waren dann 3 Jahre zusammen und in der Zeit natürlich machst du auch nicht wirklich was. Ne? Ja. Also wenn du deine erste Freundin hast, dann bist du halt eigentlich die ganze Zeit mit der und lief auch alles gut so. Dann haben wir uns genau zu der Zeit, wo TikTok angefangen hat, haben wir uns getrennt. Okay. Viele würden es jetzt Schicksal nennen, oder? So eine Fügung. Ja, also ich muss sagen, das ist halt wirklich... es war halt so voll, so dieser Lebensabschnitt war jetzt vorbei und dann hat der neue angefangen. Aber er war auch wichtig, oder? War ein wichtiger Teil des Lebens. Also es war halt so voll, es waren voll die wichtigen, voll viele Sachen hat man einfach so gelernt, weißt du? Also ich kenne ja auch immer noch Leute, die jetzt in meinem Alter sind, die hatten noch keine erste Beziehung. Die müssen dann, wenn die jetzt die erste Beziehung eingehen, die müssen halt noch voll viel lernen, weißt du? Und also ich glaube, ich habe halt dadurch, dass die Beziehung so lange ging, vor allem so 3 Jahre, ist ja nicht wenig. Das ist lang in deinem Alter. Was war es dann, von 14 bis 17? Nee, sorry, von 17 bis 20? 17 bis 20 oder 21, ja. Genau, und also ich habe halt schon mega viel dazugelernt und kann das dann halt alles so in die nächste Beziehung gelernt. Also hast du auch erst 2020 richtig angefangen, TikTok durchzustarten, oder? Genau, also ich habe zwar schon vorher auf Instagram Videos gemacht, ganz normal, auch ohne Maske und so. Das kam mir dann erst, also irgendwann, weiß ich nicht, im Mai oder so, oder vielleicht auch ein bisschen vorher, im März oder so. Also ich hatte die Idee, glaube ich, schon länger mit der Maske. Was war der Hintergrund? Also es war halt so, ich habe wie gesagt vorher ganz normal Videos gemacht auf Instagram ohne Maske und habe dann immer zu den neuesten Deutschrap-Liedern einfach Tanzvideos gedreht und die haben dann auch, also verhältnismäßig, ich hatte glaube ich nicht mal 300 Abonnenten oder so, die haben verhältnismäßig dafür halt viel Aufmerksamkeit bekommen. Auf Insta jetzt, oder? Genau, auf Insta, weil die halt von den Rappern dann in die Stories gepostet wurden. Also ich wurde dann repostet bei Rin, bei Luciano, bei Reezy. Nice. Bei Reezy war glaube ich aber auch erst mit Maske. Kurzer Einschnitt, bei welchem Deutschrap-Artist wärst du gerne mal bei einem Videodreh mit dabei? Also auch als Tänzer? Also es gibt 2, wo ich liebend gerne mit dabei wäre. Okay. Das wäre, ich glaube sogar an erster Stelle wäre halt einfach Rin. Okay, geil. Weil Rin ist, also ich feiere den schon so lange und weiß nicht, ich finde einfach das, was er macht, das unterscheidet sich so krass von allen anderen Künstlern. Ich kenne eine Producerin aus Bietigheim, vielleicht kann sie ja was arrangieren. Ja, das wäre crazy. Nee, aber ich finde auch, keine Ahnung, das muss dann halt einfach eigentlich so natürlich kommen, weißt du? Wenn die sagen so, ja, das passt rein, ich hab Bock darauf. Cool. So, und wenn nicht, dann nicht. So, wer wäre die zweite Option? Luciano. Luciano, okay. Ja. So, jetzt waren wir bei 300 Abonnenten und Deutschrappern, die schon angefangen haben, deine Sachen zu reposten. Genau, und dann habe ich halt gemerkt, das hat voll das Potenzial. Und mir hat aber irgendwann, also ich wusste, ich wollte schon von Anfang an eigentlich halt irgendwas damit erreichen. Weißt du, ich hatte halt diese Idee, zu diesen neuen Deutschrap-Liedern einfach Videos zu machen. Und dann hat das funktioniert und dann war das für mich so, okay, ich brauche aber irgendwie ein Merkmal, was mich unterscheidet von anderen Tänzern. Weil ich war ja nicht der Erste, der diese Idee hatte. Ich war vielleicht einer von wenigen, richtig, aber es gab halt auch andere, die das gemacht haben. Aber man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden, ne? Ja, also ich finde generell, es ist immer besser, wenn du etwas am besten von mehreren Leuten nimmst und dein eigenes Ding daraus machst. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwas lernen willst, wenn du zeichnen lernen willst, wenn du eine Kampfsportart lernen willst, irgendwas, du lernst ja immer von den Besten.
Weißt du? Korrekt, ja. So, deswegen, also ich finde generell auch immer dieses Argument so, ja, aber du klaust, bla, das macht gar keinen Sinn. Das ist Bullshit. Aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall wollte ich dann so ein gewisses Merkmal haben und dann hatte ich halt die Idee mit der Maske. Und also das war einfach, okay, ich brauche irgendeine coole Maske, damit man, wenn man mich in den Stories sieht zum Beispiel, dann denkt man, okay, das ist der mit der Maske. Das mit der Anonymität, das hatte ich da noch gar nicht eigentlich. Okay, also es war eigentlich nur ein Wiedererkennungsmerkmal, Genau, das war das genau. Einzige. Und als ich dann auch die Videos angefangen habe mit Maske, gab es auch noch Videos von mir ohne Maske. Also ich hab das erst, wo ich dann halt später irgendwann mit TikTok angefangen habe und gemerkt habe, dass Leute irgendwie voll interessiert dran sind, dann habe ich erst alle Bilder und Videos von mir runtergenommen. Also, ich habe das halt wirklich erst damit angefangen, weil die Neugier von den Leuten halt kam. Ja. Und ich habe auch letztens im Livestream, ich war kurz bei TikTok Live, da hat mich jemand gefragt, wieso zeigst du dein Gesicht nicht? Und ich meinte, weil ihr mich die ganze Zeit danach fragt. Weil ihr das unbedingt wissen wollt. Ja, klar. So, wenn euch das nicht jucken würde, so, dann wäre mir das auch egal. Aber es hat ja so einen gewissen... Das ist mysteriös, also. Ja, genau. Oh, mystisch, ja, je nachdem. Okay, und wie war die Entwicklung auf TikTok? Kannst du ja gerne mal so in Zahlen erklären, wie sich 2020 von Beginn bis Ende entwickelt hat. Ich glaube so, ab wann hatte ich dich so auf dem Schirm? Erst so Mitte des Jahres, also Juli, August vielleicht bin ich aufmerksam auf dich geworden. Und anhand, also ich konnte dich schon zuordnen, ich war mir relativ sicher auch, dass du bist. Ja. Aber davor hatte ich dich mit Maske ab und zu mal in meinem Feed gesehen. Ja. Aber ich dachte, das ist irgendjemand aus Amerika. Ach Das so. war jetzt nicht für mich so, okay, der ist hier gleich bei uns um die Ecke. Ja, also das war so, mit TikTok habe ich ja erst... Das war so Ende Juli habe ich angefangen. Ende Juli? Ja. Krass, da bin ich ja doch relativ früh auf dich gestoßen schon. Ja, oder vielleicht war das auch erst ein bisschen später bei dir. Das könnte auch sein, ja. Also ich hatte schon vorher Videos gepostet, aber das waren eigentlich, also da habe ich keinen TikTok gemacht so wirklich. Das waren einfach, ich habe eigentlich nur Insta gemacht und habe die Videos einfach auch auf TikTok gepackt, aber halt nicht mit dem Hintergedanken jetzt irgendwie, ja, okay, ich will jetzt TikTok durchstarten oder so, sondern einfach, weil mir gesagt wurde oder weil ich immer wieder gehört habe, ja, TikTok ist wichtig oder TikTok ist gut. Klar, so ich kannte TikTok dann noch gar nicht richtig. Dann war das so, also ich hab versucht auf Insta jede Woche ein Video hochzuladen, habe ich auch geschafft, aber dann habe ich seit gefühlt 10 Jahren oder so habe ich mal wieder Fußball gespielt und habe mich dann heftig am Knie verletzt. Oh shit. Ist das die aktuelle Verletzung immer noch? Nee, okay. Habe mich dann heftig verletzt, also es war nicht mal am Knie, es war irgendwo so am Bein, weil ich umgeknickt bin. Und dann konnte ich keine Videos mehr machen. Also ich konnte halt nicht richtig tanzen, weil ich hatte ja immer so Full-Out-Choreos. Ja. Da hatte ich ja keine TikTok-Tänze oder so gemacht, sondern halt auf Insta ganz normal die Videos. Und dann war ich halt gezwungen, sozusagen diese TikTok-Tänze zu machen. Also ich habe dann einfach auf TikTok, diesen 3-Menschen-Filter gemacht und habe dann einfach so mit dem Oberkörper, also habe meinen Oberkörper gefilmt und einfach so meine Arme bewegt. Okay. Und halt einfach so da Videos gemacht. Und habe das dann die ganze Zeit weitergemacht. Das hat mir voll Spaß gemacht irgendwie. Weil du halt auch einfach so, du hast eine Idee, du filmst es kurz ab, postest das, so und dann, ja, das war's. Du bist nicht der Erste, der mir das tatsächlich erzählt. Ich habe da eine krasse Anekdote von einem meiner Jungs aus Augsburg. Der Bell ist Weltrekordhalter im Elbow Spin. Und den Elbow Spin hatte er gelernt, als er seinen eigentlichen Arm, den er hauptsächlich benutzt, mit dem er zum Beispiel 90s macht oder so, verletzt hatte. Er hat in einer Verletzung seine größte Stärke auf einmal gefunden. Und das ist ja bei dir eigentlich ähnlich. Ne? Also, ja. Das kam tatsächlich durch die Verletzung, dass ich erst so richtig angefangen habe, auf TikTok Videos zu machen, genau. Und wie schnell ging dann das Wachstum in Zahlen? Also es hat ungefähr, also ich glaube nach einer Woche hatte ich dann 10.000 Follower. Das war... Krass, okay, das ist mächtig. Genau, also ich hatte ein Video ging so semi-viral. Also für meine Verhältnisse war irgendwie gefühlt jedes Video voll nice. Also ich fand das auch schon, ich weiß noch, wo ich mein allererstes TikTok hochgeladen habe. Das war noch im Mai, da habe ich aber wie gesagt noch kein TikTok wirklich gemacht. Das war einfach nur so ausprobiert. Und für mich war das da schon krass, wo das so 500 Views bekommen hat. Okay. Da dachte ich so, what the fuck, Alter, das geht ja, also ich dachte so, voll heftig so, ne? Ganz andere Dimension als bei Insta, ne? Ja. Und
dann war das so, dass dann auf einmal ein Video irgendwie 2000 Likes oder so bekommen hat. Das war schon mega, mega krass so für mich. Und dann hatte ich diesen Pop Smoke Dance gemacht, diesen Bodygo, dieser Get-Back-Tanz, der war da gerade im Trend, dann habe ich den gemacht und der hatte dann 100.000 Views bekommen. Das war so mein erstes virales Video so mäßig. 100.000 sagst du? Ja, 100.000 Views, genau. Und ja, keine Ahnung, habe ich die ganze Zeit weitergemacht und ich glaube, dann hatte ich nach 2 Monaten oder so, oder nach einem Monat vielleicht auch 100.000 Follower. Ich habe halt die ganze Zeit durchgängig weitergemacht. Wie viele Videos hast du täglich gepostet? Also am Anfang war wirklich ganz krass, habe ich manchmal so auch 8 Videos oder so hochgeladen. Crazy. Aber so Durchschnitt immer so 4, 5 Videos am Tag. Und nur tanzen? Genau. Du hast mir ja auch gesagt, dass du ein großer Fan davon bist, einfach nur eine Schiene zu fahren, ne? Ja, genau. Also, falls jemand von euch TikTok anfangen will, ich gebe euch als Tipp, macht eine Sache und macht die richtig gut. Also es gibt ganz viele Leute, die versuchen irgendwie alles, die versuchen auch alle Trends mitzunehmen, aber ich würde, also es macht wirklich am meisten Sinn bei TikTok eine Schiene zu fahren und ihr könnt selbst dann, könnt ihr fast jeden Trend mitnehmen, indem ihr einfach diesen Trend in eure Schiene sozusagen mit einbringt. Ich muss dich kurz unterbrechen, da will jemand einen Race. Oh shit. Und er wird kleiner und kleiner im Rückspiegel. Was für ein Auto hättest du gerne? Boah, also guck mal, weißt du, was das Ding ist? Ich bin erst seit kurzem voll so Auto interessiert. Ja, okay. Vorher hat mich gar nicht gejuckt, ey. Das war erst seit ungefähr August letzten Jahres oder so, da saß ich in einem AMG GT und das hat mich so voll gecatcht einfach, weißt du? Weil vorher, ich habe einfach gesehen, okay, ein teures Auto von innen, ich habe gar nicht auf die Innenausstattung oder so geachtet. Ich war einfach so, okay, ja, juckt mich nicht. Und dann saß ich da so drinne und dann hat er auch einmal so richtig Gas gegeben und weiß nicht, seitdem hat mich das heftig gepackt. Deswegen bin ich gar nicht so heftig drinne, ja. Aber also so meine Lieblingsmarke, sagt man eigentlich sagt man Lieblingsmarke? Ja. Okay, also ist auf jeden Fall Mercedes. Ist halt so dieses Standardding, ne? Ja. AMG, ich weiß nicht, wer AMG halt nicht feiert. Ja. Aber feiere ich auch. Also ich meine, viele schießen immer gegen mich, weil ich ein E-Auto fahre. Ey, wird mir jemand ein Lambo vor die Tür stellen, ich würde ihn auch fahren. Also ja, so ist nicht. Ja, aber also GT. AMG GT, okay. Also feiert halt jeder aktuell, würde ich sagen. Finde ich auch, auf jeden Fall. Und du lebst mittlerweile von TikTok, richtig? Ja, genau. Also eigentlich bin ich jetzt gerade noch Student. Ich bin halt im ersten Semester jetzt gerade. Was studierst du? Auf Papier? Also ich studiere halt eigentlich nicht wirklich, aber... Du nimmst Kindergeld mit, ich weiß schon, habe ich auch so gemacht. Also ich wollte halt BWL studieren. Habe ich auch gemacht, okay. Also es interessiert mich aber auch voll. Bist du gut in Mathe? Nee, tatsächlich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich Bock habe, das zu lernen, dann schaffe ich das. Ziehst du durch, oder? Ehrgeizig. Genau. Okay. Also Mathe, mein Problem war nie, dass ich das nicht verstanden habe. Wenn ich das gemacht habe, wenn ich dafür gelernt habe, dann habe ich das verstanden. Ich war halt immer in der Schule halt eher so der faule Typ, weißt du? Kenn ich. Deswegen konnte ich Mathe halt nicht, weil ich es halt nie gelernt habe. Du warst auf dem Gimmi, oder? Genau, also ich habe auch Abi gemacht, aber... Rückst du deinen Abschluss raus? Deinen Schnitt? Also guck mal, ganz ehrlich, ne? Ich habe wirklich nichts für die Schule gemacht. Ich war fast nie in der Schule. Okay. Ich hab so das Mindeste gemacht, was man muss. Und ich habe 2,9 Abi. Okay. Dafür bin ich stolz. Respekt. Ich habe 3,1 geschafft, mit 2-mal durchgefallen. Also okay, krass. da bist du auf jeden Fall also gut ja, dabei. Ich bin auch einmal durchgefallen, aber mit Absicht, weil ich noch ein Jahr länger Schule machen wollte. Bei mir war das so, ich wusste eh nicht, was ich machen will. Ich hatte keine Lust zu studieren, ich wollte keine Ausbildung anfangen. So, dann dachte ich mir, okay, ich mache einfach noch ein Jahr Schule. Okay. Und ich muss aber sagen, ich habe das null bereut. Also das war wirklich das beste Schuljahr in meinem ganzen Leben, was ich dann gemacht habe. Cool. Ich habe richtig viele Freunde kennengelernt in dem Schuljahr. Halt meine Freundin habe ich da kennengelernt. Und also meine damalige, ja. Ja, genau, meine damalige Freundin. Und ja, also ich bereue das null. Auf jeden Fall, genau, wegen dem Studium. Eigentlich studiere ich gerade, aber also ich werde jetzt exmatrikuliert. Ja. Und mache dann TikTok halt und Instagram. Hauptberuflich. Genau. Also ich versuche das halt wirklich jetzt auszunutzen, diese Zeit.
keine Ahnung, ich finde, das ist halt voll die krasse Chance, vor allem als Tänzer. Als Tänzer bekommst du halt so selten die Chance, irgendwie wirklich was daraus zu machen. Kann ich unterschreiben, ja. Es ist halt schwierig so, ne? Und wenn ich halt jetzt schon die Chance habe, tanzen ist halt wirklich so mein Ding, dann werde ich das halt auch 100% so durchziehen. Mich haben auch viele gefragt, warum machst du nicht Studium und das gleichzeitig? Aber ich weiß ganz genau, wenn ich das mache, dann kann ich halt, also ich kann Studium nicht richtig 100% machen und Social Media auch nicht. Ja. Also ich mache dann lieber eins richtig und nutze es dann aus, als irgendwie so die ganze Zeit am Struggeln zu sein, weißt du? Okay, du machst das jetzt also hauptberuflich. Über Geld redet man ja in der Regel nicht. Aber es reicht dir zum Leben und du wohnst noch zu Hause, aber möchtest bald ausziehen, hast du mir erzählt, ne? Genau, also jetzt, also ich wohne noch bei meinen Eltern jetzt. Ich will eigentlich schon vor lange ausziehen, aber also geldtechnisch war immer so nicht das Problem. Es war einfach nur, es hat halt viel mehr Sinn gemacht, zu Hause zu bleiben und das Geld dann halt so wegzulegen. Ja. Aber jetzt ist halt aktuell, also ich meine, ich bin halt 21, so ich will halt auch irgendwann so ein bisschen selbstständig sein. Verstehe ich. Deswegen habe ich jetzt gerade vor, auszuziehen. Also ich bleibe noch hier jetzt in Bremerhaven. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Genau, also eigentlich würde ich halt voll gerne. Ich hatte vorher die ganze Zeit im Kopf gehabt, in eine große Stadt zu ziehen, so nach Berlin oder Köln. Aber keine Ahnung, jetzt wegen Corona und so macht das alles nicht so ganz Sinn. Also mein Hauptgedanke war ja einfach, um halt, keine Ahnung, coole neue Leute kennenzulernen, um einfach so zu connecten. Da zu sein, genau. Ja. Aber jetzt im Endeffekt, also eigentlich bin ich viel lieber so mit meinen Leuten hier, weißt du. Ich mache dann einfach so mein Ding weiter und so in einem Jahr kann ich dann immer noch schauen, was ich mache, weißt du. Finde ich cool. Das ist eine schöne Eigenschaft, vor allem auch eine gewisse Bodenständigkeit, so seinen eigenen Leuten, seinem eigenen Umfeld auch treu zu bleiben. Es gibt ja auch viele Leute, die sind geblendet von dem Erfolg und ich habe dich zwar das erste Mal jetzt kennengelernt, aber du machst auf jeden Fall einen sehr ausgeglichenen Eindruck und du bist dir auch sehr bewusst, was du machst. Also ich habe dich jetzt auch ein paar Tage gesehen, wir haben ja gemeinsam im Studio gechillt, haben trainiert und so weiter. Ja. Und zum einen habe ich gesehen, du machst viel, du produzierst viel Content und gleichzeitig bindest du aber auch dein Umfeld mit ein. Und das ist, denke ich, ich finde es ehrbar, ich finde, das ist eine tolle Eigenschaft. Davon können sich auf jeden Fall viele eine Scheibe abschneiden. Ich muss auch sagen, das Ding ist, jetzt zum Beispiel mit dem Punkt so mit viel Content und so. Ja. Also ich kann mir vorstellen, also ich weiß auch, dass viele so denken. Von außen wirkt das immer gar nicht so, also es wirkt immer so, ja okay, man dreht jetzt einfach ein Video, weißt du, so auf schnelle Welle, einfach ein paar TikToks. Aber im Endeffekt ist es halt wirklich so, es gehört viel mehr dazu, ne? Es ist alles, also es ist halt wirklich schon anstrengend, wenn du dir wirklich jeden Tag, das Ding ist, du kannst natürlich jeden Tag immer dasselbe so filmen und hochladen, dann machst du es dir halt einfach. Ja. Aber so, man hat ja so einen gewissen Standard, so, den man sich selber setzen will. Du bist schon anspruchsvoll, das habe ich auch gesehen. Also es gibt halt Videos, da jetzt mir gegenüber hast du es zwar noch nicht so oft gemacht, aber ich habe es bei anderen gesehen, weil wir kennen uns noch nicht so. Ja. Ich habe gemerkt, so, okay, du sagst, komm, lass nochmal machen. Aber du hast schon dein Bild vor Augen, du weißt, was du haben möchtest. Und wenn das erst fertig ist, dann bist du auch fertig. So. Ja, genau. Also lieber 20 Mal filmen, anstatt ein halbfertiges Produkt hochzuladen. Ja, auch sich eher so mehr Gedanken, also anstatt jetzt 10 Videos hochzuladen, also ich lade trotzdem viele Videos hoch, ne? Aber anstatt jetzt wirklich so heftig massenhaft Content zu produzieren, mache ich dann lieber nicht ganz so viel, aber qualitativ hochwertigen Content, oder? Ja, also ich finde aber auch, zu viele Leute setzen zu viel Wert auf Qualität. Was macht der denn? Okay, das musst du mir genauer erklären. Also ich finde, Quantität ganz oft wird halt voll unterschätzt irgendwie. Also ganz viele haben Quantität irgendwie negativ behaftet, weißt du? Okay. Aber, also zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel jetzt meine TikTok-Videos, ne? Da bin ich auch so rangegangen, ich mache einfach jetzt so viele Videos wie möglich und eigentlich war das bei mir immer so, ich habe immer heftig krass drauf geachtet,
okay, das Video muss perfekt sein. Also es kennt ja auch jeder. Ich will, dass das Video richtig nice ist und dann lade ich das erst hoch. Oder wenn das Video nicht nice ist, dann lade ich das nicht hoch. Und am Ende kommt gar nichts auf den Markt, weil du nie zufrieden bist. Genau. Sozusagen. Und es ist ja auch in gewisser Weise, ich schwöre, ich höre mich jetzt an wie Gary Vee, ne? Aber es ist ja in gewisser Weise auch so eine Insecurity, wenn du zu perfektionistisch bist. Ja, richtig. Du willst dich nicht von deinen schlechten Seiten oder schlechteren Seiten zeigen. Ja. So, und das habe ich dann, als ich mit TikTok angefangen habe, versucht mir abzulegen. Also natürlich, man kann es nicht komplett ablegen, aber ich habe einfach, auch wenn ich nicht heftig zufrieden mit den Videos war, habe ich die trotzdem hochgeladen. Einfach oder halt gefilmt, weißt du. Zum Beispiel habe ich Choreos erstellt, wo ich nicht zufrieden war. Ich habe die aber trotzdem gefilmt und hochgeladen. Und ich finde, dass das so wichtig ist, weil hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich gar nicht in diesen Rhythmus gekommen, wo du immer besser wirst. Wenn du das machst, dann wirst du... Trial eigentlich. Ja. Genau, du wirst einfach dadurch, dass du es machst, wirst du automatisch besser. Und dadurch geht deine Qualität ja automatisch hoch. Weise Worte für jemanden, der, sag ich mal, noch ganz am Anfang seines Weges steht. Ich meine, du bist schon sehr, sehr weit, aber jetzt mal nur von der Zeitspanne, von der du angefangen hast, wo du heute bist, du hast ja noch immens viel vor dir. Also alles von Gary Vee. Gary Vee, bester Mann. Ich schwöre. Also ich muss auch sagen, bei ihm wirklich, seitdem ich seinen Content schaue, habe ich mich so heftig als Mensch verändert. Krass. Das ist ja bei voll vielen so, ne, die ihn schauen. Ja, ich habe auch ein Buch von ihm als Hörbuch angehört. Ja. Und seitdem habe ich ihn auch auf dem Schirm. Also auf jeden Fall eine krasse Story. Ja. Fertig. Kontaktlos. Aber es gibt keine Corona. Das war schon. Glaub mir. Wie kommst du darauf? Ich kenne niemanden, der das getroffen hat. Immer Zahlen hören 86.000, 87. Also ich kenne einige. Hey, die dachte sich, was geht hier ab, als sie mich gesehen hat. Stimmt, Alter, ich denke da gar nicht dran, ne? Das ist so voll normal, ich laufe jeden Tag, ich schlafe auch mit Maske ein. Ja, klar, verstehe ich. Deswegen stinkt die Mütze auch immer so. Oh mein Gott. Aber ich hab die heute gewaschen. Ey. Also die ist jetzt sauber. Tatsächlich konnte ich, glaube ich, das Gespräch, was wir vor ein paar Tagen hatten, sehr, sehr gut nachreplizieren. Also, weil ich fand es mega interessant. Also ich kannte deine Story nicht, ich kannte auch deinen Background nicht. Und es hat mich einfach mega interessiert, wie es dazu kam, dass du so gut warst. Dann, wie kam es dazu, dass du trotz dessen, dass du so gut warst, aufgehört hast und im Anschluss dann einfach mehr oder weniger alles, was du anfasst, zu Gold gemacht hast. Ja, ich meine, du bist, ich habe jetzt die Zahlen nicht nachgeschaut, aber du bist einer der schnellst wachsendsten Accounts in Deutschland, wenn nicht sogar der größte sogar. Also in Deutschland bin ich sogar tatsächlich der am schnellsten, also der am schnellsten wächst. Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade, aber auf jeden Fall eine Zeit lang war ich das. Da kommt ja eine monatliche Statistik immer raus, oder? Mein Manager sagt mir das immer. Okay. Auch eine interessante Frage. Du hast ja einen Manager, also wenn man dich buchen will, sei es für... Immer über E-Mail. Immer über E-Mail. Die steht in deinem Account drin, oder? Ja, genau. Okay, also Business-Anfragen. Hit me up. Aber, Slide in my E-Mails. Was wollte ich gerade sagen? Das habe ich vergessen. Wo waren wir? Wir waren... schnellst wachsender Account. Ach so, ja genau. Also ich bin auf jeden Fall auch einer in ganz Europa, der am schnellsten wächst. Gib mir noch kurz die Sprünge. Du hattest, wenn ich es richtig in deinen Videos gesehen habe, 300.000 im September? Boah, ja, das kann sein. Also Roundabout so? Bei mir hat das so richtig angefangen, irgendwann im Oktober, wo ich halt Wavy, wo ich den Tanz angefangen habe. Wer es nicht weiß, Wavy ist von Elfmus, das ist seine Choreo. Das Ding ist, bei mir war das ja bis zum Zeitpunkt von Wavy, war das die ganze Zeit mega voll das Up and Down, weil ich hatte da TikTok noch nicht so ganz verstanden und habe halt einfach so mein Ding gemacht. Also ich habe halt einfach wirklich immer Sounds benutzt, die mir gefallen haben, habe einfach so Tänze drauf gemacht. Nie so richtig mit Plan. Okay. Und das war dann halt auch, also das hat man dann auch immer gemerkt, so, das war dann mal 2 oder 3 Wochen, gingen meine Videos gar nicht, weißt du? Hatten halt so mega wenig Views. So, es hat dann einen auch so ein bisschen runtergezogen. Aber ich wusste halt, ich muss einfach weitermachen und dann kommt irgendwann alles wieder, weißt du?
Und ich weiß noch ganz genau, das war so random. Also ich habe diesen Wavy-Tanz, ich habe den so in 2 Minuten oder so, weißt du, ich hab den Sound auf meiner For You gehabt und habe gesehen, dass das Video von irgendjemandem mega abgegangen ist. Dann dachte ich, ja okay, ich mache eine eigene Choreo. Hab die so in 2 Minuten gemacht, hochgeladen. Auf einmal in einer Stunde hatte das irgendwie 250.000 Views oder so. Krass, okay. Und das Wie groß warst du da ungefähr? Hast du es noch im Kopf? Ja, also ich glaube, ich hatte da 150.000 Abonnenten oder so. Okay. Vielleicht auch mehr oder weniger. Wo sind wir Stand der Dinge heute? Fast 6,5. Krass, okay. Also jetzt gerade 6,4. Also Wachstum, wovon andere träumen, ging bei dir... Ist halt auf TikTok möglich, ne? Ja, Hätte auch niemand gedacht. Also ich weiß auch noch Charlie D'Amelio, Ja. die hat ja jetzt fast 110 Millionen oder so. Bei der war das ja auch krass. Das war aber noch da, wo TikTok noch nicht so ganz, das war glaube ich Anfang 2019 oder so. Ja. Da hat die in einem Monat 4 Millionen Follower bekommen. Im allerersten Monat. So, und das ist ja schon heftig. Das ist richtig krass, ja. Ja, aber auf jeden Fall eine mega interessante Reise, so durch die wir gegangen sind, von, sag ich mal, deinen Tanzanfängen bis heute. Und hoffen wir mal in der Zukunft, vielleicht kommen ja noch ein paar andere Sachen außer Tanz dazu. Also, ja, das also sieht ja stark danach aus. Ich habe schon so ein paar Sachen in meinem Kopf. Das wird zwar noch lange dauern, Okay. falls ich das umsetzen will. Sprichst du darüber? Nee, lieber nicht. Okay. Nachher rede ich darüber und dann kommt nichts. Aber Wäre auf jeden Fall für dich nochmal Druck, dass du es machen solltest. Dann. ja, also ich sag nur Musik, aber ich bin musikalisch, bin ich grottenschlecht, deswegen wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber ich habe da halt schon coole Ideen so, aber also wie gesagt, es ist halt nur eine Idee. Aber ist Man cool. muss halt, ich habe es dir erzählt, ich habe am 30. Geburtstag habe ich angefangen, Gesangsstunden zu nehmen. War der erste Tag, also ist nie zu spät eigentlich. Ja, also ich weiß auch ganz genau, wenn ich damit anfange, und ich das durchziehe, dann weiß ich, dass ich in einem Jahr, dass ich das hinbekommen werde. Cool. Weißt du, ich muss halt anfangen. Unser Feature steht, also okay. Safe. Bro, also ich weiß nicht, ich fand die letzten Tage geil, allgemein mit euch. Ich wollte das auch nochmal festhalten. Wie gesagt, es ist ein neues Format. Es wird jetzt alles vielleicht noch ein bisschen verplant rüberkommen, aber dennoch wollte ich auch, dass die Leute einfach mal hören, was so hinter dir steckt, weil ich fand es mega interessant und war auf jeden Fall inspirierend. Ja, ich fand auch sehr cool, dass du hier warst. Also ich schwör, du bist so ein entspannter Typ, ne? Danke, wirklich Bro. jetzt. So voll oft, wenn ich Leute kennenlerne, neue Leute kennenlerne, dann ist immer so, weiß ich nicht, man kann mit denen manchmal nicht über solche Sachen reden einfach, weißt du? Also willst du vielleicht auch manchmal gar nicht, aber Ja, stimmt. ja, ich muss sagen, mit dir mega entspannt. Du hast sehr viel Wissen und ey, dieses Format, ich bin einfach der Erste jetzt, ne? Du bist der allererste, ja. Leute, in 10 Jahren erinnert euch an mich. Wir werden es nicht rausnehmen. Dann werden hier die krassesten Leute sitzen im Tesla und ich war der Erste. Bro, ich danke dir. Wir sehen uns. War eine geile Zeit. Ja, Mann. Hau rein. Peace. Perfect.